Roger Scruton, die Rückkehr der Schönheit. Ein stilles Nachdenken über Kunst, Philosophie und Inspiration. Ein Beitrag von Kai Kaus. Dieses Video ist ein persönlicher Beitrag für alle, die sich mit Kunst, Ästhetik und Kultur beschäftigen. Ein stiller Gedankengang, geteilt mit Kunstfreunden, inspiriert durch das Werk von Roger Scruton, sein Buch Beauty und den Film Why Beauty Matters. In einer Welt, in der Kunst oft nur noch provozieren will, wo Bedeutung durch Konzepte ersetzt wird und das handwerkliche Können hinter lauten Statements verschwindet, möchte ich einen Denker vorstellen, der der Schönheit wieder einen Platz in unserem Denken geben wollte. Roger Scruton, der Philosoph der Ästhetik, der Kultur und der Wahrheit. In seinem Essayfilm »Warum Schönheit wichtig ist«, den ich unten in der Videobeschreibung verlinke, stellt Scruton eine der zentralen Fragen unserer Zeit. Was geschieht mit einer Zivilisation, wenn sie die Schönheit nicht mehr ernst nimmt? Diese Frage zwingt zum Innehalten. Roger Scruton war überzeugt. Schönheit ist kein Luxus, keine Dekoration, keine Nebensache. Sie ist ein tiefes menschliches Bedürfnis, etwas, das in uns eine geistige Resonanz auslöst, das uns aufrichtet und verbindet. Er sagte, Schönheit ist bedeutsam. Sie ist nicht nur etwas Subjektives, sondern ein universelles Bedürfnis des Menschen. Wenn wir dieses Bedürfnis ignorieren, finden wir uns in einer geistigen Wüste wieder. Die Schönheit, von der Scruton sprach, war nicht oberflächlich oder gefällig. Sie war Ausdruck von Ordnung, von Harmonie, von Sinn, spürbar in der klassischen Architektur, in der Musik von Bach, in den Gemälden der Renaissance, aber auch in moderner Kunst, wie sie mit Ernst, Können und Wahrhaftigkeit gestaltet ist. Was Scruton ablehnte, war nicht das Neue, sondern das Zynische. Die Haltung, dass alles Kunst sei, solange es provoziert, dass Technik, Form und Tiefe entbehrlich seien, solange die Botschaft laut genug schreit. Er sagte, ein großer Teil der modernen Kunst besteht heute aus Schock, Grenzüberschreitung und Zynismus. Sie sucht nicht nach Schönheit, sie will stören. Ja, Handwerk ist kein Widerspruch zur Kreativität. Es ist ihre Grundlage. Ein Musiker muss ein Instrument beherrschen, ein Maler muss Farbe, Komposition, Perspektive, Anatomie und Kunstgeschichte verstehen und daraus etwas Eigenes formen. Nur dann entsteht Kunst, die mehr ist als bloße Behauptung. Denn nicht alles ist Kunst und nicht jeder ist Künstler, auch wenn das heute oft behauptet wird. Der Mensch ist kreativ, ja, aber Kunst verlangt mehr, Tiefe, Hingabe, Verantwortung. In Why Beauty Matters erinnert uns Scruton an etwas, das heute fast tabu geworden ist, dass es erlaubt, ja notwendig ist, in einer lauten Welt nach Stille zu suchen, in einer konzeptüberladenen Zeit nach Form, Gefühl und Sinn. Er sagte, indem wir nach Schönheit streben, gestalten wir die Welt als ein Zuhause. Durch die Schönheit erkennen wir unseren Platz in der Welt. Das ist ein Gedanke, der bleibt. Kunst als Heimat, nicht als Protest, nicht als Pose, sondern als Ort, an dem wir uns erkennen. Wo das Auge sieht und die Seele spürt. Hier ist etwas, das bleibt. Scruton sprach von einer Welt, die sich entzaubert hat, in der das Hässliche gefeiert und das Schöne misstrauisch beäugt wird. Wir verlieren die Schönheit und es besteht die Gefahr, dass wir mit ihr auch den Sinn des Lebens verlieren. Und doch glaubt er an die Rückkehr der Schönheit, an unser Bedürfnis nach Tiefe, nach Wahrheit, nach der Form, die uns innerlich bewegt. Schönheit ist nicht altmodisch, sie ist zeitlos.
Sie ist nicht konservativ, sie ist menschlich. Dieses Vertrauen in das Echte, in Form, Farbe, Stille und Tiefe, ist auch eine künstlerische Haltung, nicht als Theorie, sondern als tägliches Handwerk. Eine Überzeugung, dass Kunst den Menschen berühren sollte, nicht nur das Auge, sondern das Innere. Das ist die Spur, die Scrutons Werk hinterlässt. Denn Kunst, die aus Ehrlichkeit besteht, hat Bestand. Sie spricht nicht nur zum Verstand, sondern zur Seele. Und am Ende bleibt dieser Satz von Roger Scruton: Kunst ist der Ruf der Seele und Schönheit ist ihre Antwort. Was denkt ihr darüber? Teilt eure Gedanken gerne in den Kommentaren, denn echte Kunst entsteht nicht nur im Werk, sondern auch im Austausch. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, lasst ein Like da und teilt ihn mit anderen, die sich nach Tiefe und Schönheit sehnen. Und wenn ihr mehr solcher stiller Bildgeschichten erleben möchtet, abonniert den Kanal. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch, dass euch die Schönheit der Kunst begleitet. Still, aufrichtig und bedeutungsvoll. Bis zum nächsten Mal.